Protesters across the country have been showing up to Tesla dealerships and showrooms, unhappy with Elon Musk and the government cuts made through the Department of Government Efficiency. Tesla steckt in ernsten Schwierigkeiten. Und dieses Mal geht es nicht nur um die Konkurrenz. Wir sprechen von sinkenden Aktienkursen, rückläufigen Umsätzen und nun auch noch von Protesten in mehreren Städten, die sich gegen Elon Musk selbst richten. Die Anleger geraten in Panik. Die Kunden kündigen. Und was als PR-Problem begann, entwickelt sich zu einer ausgewachsenen Krise. Deshalb wollen wir wissen, glauben Sie, dass Tesla sich davon erholen kann? Kommentieren Sie 1 für Ja oder 0 für das Spiel ist aus. Schauen wir uns an, was los ist und warum die Leute dies als den gefährlichsten Moment in der Geschichte von Tesla bezeichnen. Der Anfang vom Ende. Die Tesla-Aktie ist seit der Rückkehr Trumps ins Amt um über 50% gefallen. Die Anleger, die Musk früher leidenschaftlich zugetan waren, beginnen sich zu fürchten. Einige ziehen sich ganz zurück, während andere ihre Verluste reduzieren, bevor sich die Lage verschlechtert. Dies ist mehr als nur ein schlechtes Quartal für Tesla. Es ist eine Warnung, dass das Vertrauen der Wall Street in das Unternehmen schwindet. Einer der Hauptgründe für die Krise ist die sinkende Marktkapitalisierung von Tesla. Auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung war Tesla wertvoller als mehrere der größten Automobilhersteller der Welt zusammen. Aber diese Vormachtstellung beruhte auf Annahmen, nicht auf der Realität. Jetzt sind diese Erwartungen rückläufig. Die Anleger sehen Tesla nicht mehr als den klaren Marktführer im Elektroautogeschäft. Stattdessen sehen sie ein Unternehmen, das seinen Einfluss verliert und darum kämpft, seinen Vorsprung in einer zunehmend wettbewerbsintensiven Branche zu halten. Der Aktiencrash ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Die Verkäufe von Tesla brechen weltweit ein, weil ein Unternehmen niedrige Aktienkurse verkraften kann. Was es nicht aushalten kann, ist der Verlust von Kunden. Die Verkaufszahlen von Tesla sind im freien Fall. Hier ist der Grund dafür. Die finanziellen Probleme des Unternehmens sind mehr als nur ein Problem für die Börse. Sie haben ihre Wurzeln in einem größeren Problem. Tesla verliert Kunden. China war einst der lukrativste Markt für Tesla. Diese Vormachtstellung ist jedoch im Begriff zu schwinden. Die Verkaufszahlen sind drastisch zurückgegangen, da chinesische Autohersteller wie BYD und NIO die Führung bei der Produktion von Elektroautos übernommen haben. Die chinesische Regierung, die Tesla früher mit offenen Armen empfing, bevorzugt jetzt einheimische Unternehmen. Die Verkäufe in Europa sind derweil im freien Fall. Käufer, die früher Tesla als die beste Option für ein Elektroauto ansahen, haben jetzt eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten. Unternehmen wie Volkswagen, Hyundai und Mercedes-Benz stellen Elektrofahrzeuge her, die in Bezug auf Qualität und Preis mit Tesla konkurrieren, wodurch es für Tesla schwieriger wird, sich zu differenzieren. In den Vereinigten Staaten ist die Situation nicht viel anders. Angesichts steigender Hypothekenzinsen und gekürzter staatlicher Subventionen zögern viele Käufer mit dem Kauf eines Tesla. Preissenkungen, einst ein wirksames Instrument zur Steigerung der Nachfrage, sind nicht mehr wirksam. Stattdessen erwecken sie den Eindruck, dass Tesla um den Erhalt seines Wertes kämpft, was dem Image des Unternehmens weiter schadet. Der Exodus der Verbraucher hat vor allem einen Grund. Die Menschen haben jetzt bessere Möglichkeiten. Vor einem Jahrzehnt war Tesla der einzige Hersteller von hochwertigen Elektroautos. Die heutige Landschaft ist anders. Autohersteller wie Ford, Hyundai und General Motors sind auf den Zug aufgesprungen und verkaufen Elektrofahrzeuge mit ähnlichen Merkmalen wie Tesla, vermeiden aber die zunehmende Kontroverse um das Unternehmen. Die Kunden sind nicht die einzigen, die das Unternehmen verlassen. Auch die ehemals treuen Investoren von Tesla verlassen das Unternehmen. Denn wenn selbst die eifrigsten Tesla-Anhänger anfangen, ihr Geld abzugeben, dann weiß man, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Warum die Top-Investoren von Tesla ihre Aktien abstoßen? Wenn Insider ihre Aktien verkaufen, ist das ein Warnzeichen. Aber Tesla-Führungskräfte verkaufen nicht einfach nur, sie verlassen das Unternehmen. Der Bruder von Elon Musk, Kimball Musk, hat Tesla-Aktien im Wert von Millionen von Dollar verkauft. Der CFO des Unternehmens ist diesem Beispiel gefolgt. Selbst altgediente Vorstandsmitglieder, die früher an die Zukunft von Tesla glaubten, steigen aus, solange sie noch können. Die Botschaft ist klar. Die Personen, die Tesla am nächsten stehen, halten das Unternehmen nicht mehr für eine sichere Investition. Sie verkaufen ihre Aktien in schnellem Tempo, was auf einen Mangel an Vertrauen in die Aussichten des Unternehmens hindeutet. Wenn die Insider nicht an die langfristige Rentabilität von Tesla glauben,
Warum sollten es dann andere tun? Die Aktienverkäufe von Tesla sind kein isoliertes Phänomen. Große institutionelle Anleger, die Milliarden in das Unternehmen investiert haben, ziehen sich nun zurück. Hedgefonds und Investmentfonds, die Tesla früher als revolutionäres Unternehmen gepriesen haben, reduzieren allmählich ihre Anteile. Die Euphorie, die Tesla einst umhüllte, ist verflogen und weicht wachsenden Ängsten über die langfristige Zukunft des Unternehmens. Bei diesen Verkäufen geht es um mehr als nur die finanzielle Leistung. Sie spiegeln ernsthaftere Sorgen über die Führung von Tesla, das unberechenbare Verhalten von Musk und die Fähigkeit des Unternehmens wider, seine Vormachtstellung zu behaupten. Da sich die Regierungspolitik von Tesla abwendet, der Wettbewerb zunimmt und Musks Marke immer umstrittener wird, sehen die Anleger mehr Gefahren als Vorteile. Aber wenn sie glauben, dass die Investoren die einzigen sind, die sich Sorgen machen, irren sie sich. Musk verhält sich wie ein Mann, der angegriffen wird. Denn Tesla hat nicht nur finanzielle Probleme. Das Unternehmen sieht sich mit einem regelrechten Aufstand der Öffentlichkeit konfrontiert, der Proteste, Boykotte und Pandemonium umfasst. Die Empörung über Tesla hat sich weltweit verbreitet. Tesla sieht sich beispiellosen Angriffen ausgesetzt, die von Vandalismus bis hin zu weit verbreiteten Boykotten reichen. Der Aufschrei gegen Tesla ist nicht auf die Wall Street beschränkt. Sie spielt sich in Städten auf der ganzen Welt ab. Demonstranten strömen auf die Straßen. Ausstellungsräume werden gestürmt und Tesla-Supercharger werden zerstört. Demonstranten in New York und Chicago zielen auf Tesla-Filialen, veranstalten Sitzstreiks und protestieren gegen den Einfluss von Musk. Der Cybertruck, der lange als Teslas nächste große Errungenschaft gepriesen wurde, ist inzwischen zu einem Symbol für die zunehmenden Kontroversen des Unternehmens geworden. Fahrzeugbesitzer werden belästigt, ihre Lastwagen beschädigt und ihre Anwesenheit an den Ladestationen stößt auf Feindseligkeit. Der Besitz eines Tesla galt früher als Statussymbol. Für viele ist er zu einer Belastung geworden. Dies ist jedoch nicht nur eine zufällige Unzufriedenheit. Es gibt eine regelrechte Kampagne, um Tesla zu Fall zu bringen. Hinter den Kulissen organisieren Aktivisten und ehemalige Kunden Boykotte und nutzen die sozialen Medien, um die Menschen dazu zu bewegen, ihre Teslas zu verkaufen und sich zu weigern, die Unternehmen von Musk zu unterstützen. Hashtags wie "Willst du, dass Diawakar Tesla boykottiert?" und "Diawakar dump Musk" sind jetzt in Mode. Einige ehemalige Tesla-Besitzer bieten ihre Fahrzeuge absichtlich zu niedrigen Preisen zum Verkauf an, um den Markt zu überschwemmen und den Wiederverkaufswert zu senken. Dieses Ausmaß an Aktivismus ist in der Autoindustrie beispiellos. Noch nie zuvor wurde ein Fahrzeughersteller in einem solchen Ausmaß kritisiert. Und zwar nicht nur von Behörden oder Konkurrenten, sondern auch von normalen Menschen, die ihn zuvor unterstützt hatten. Tesla ist nicht mehr nur ein Fahrzeughersteller. Es dient als Schlachtfeld für größere politische und gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Das Schicksal des Unternehmens könnte davon abhängen, ob es in der Lage ist, den aufkommenden Sturm zu überstehen. Die organisierte Anstrengung, Tesla zu versenken. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die größte Sorge von Tesla nicht die Konkurrenz ist, sondern eine groß angelegte Bewegung, die darauf abzielt, das Unternehmen zu zerstören. Tesla hat nicht nur mit schwindenden Verkaufszahlen und Aktienkursen in der ganzen Welt zu kämpfen. Es ist eine konzertierte Aktion im Gange, um das Unternehmen zu schwächen und das, was einst ein Leuchtturm des wissenschaftlichen Fortschritts war, in eine der am meisten umstrittenen Marken auf dem Markt zu verwandeln. Die Internetkampagne gegen Tesla wurde sorgfältig geplant, wobei Websites wie Tesla Takedown.com an der Spitze der Bemühungen stehen. Diese Website ist mehr als nur eine Sammlung verärgerter Kunden. Sie ist auch der Mittelpunkt einer wachsenden Bewegung, die darauf abzielt, Teslas Marke und Finanzkraft zu untergraben. Der Ansatz ist einfach. Man will die bisherigen Besitzer dazu bringen, ihre Fahrzeuge zu verkaufen, den Markt mit gebrauchten Teslas überschwemmen und den Wiederverkaufswert drücken. Die Idee ist, den Besitz eines Tesla zu einer Belastung und nicht zu einem Vorteil zu machen. Die Auswirkungen dieser Initiativen sind auf allen Plattformen der sozialen Medien sichtbar. Hashtags wie Boycott Tesla und Dump Musk sind weit verbreitet und deuten auf einen Wandel in der öffentlichen Meinung hin. Die einst kultähnliche Anhängerschaft von Tesla hat sich gespalten. Und die einstigen Loyalisten wenden sich nun gegen das Unternehmen. Der Einfluss der sozialen Medien auf das Verbraucherverhalten war noch nie so deutlich wie heute. Mit jedem Tweet, Beitrag und Video gewinnt die Kampagne an Zugkraft und ermutigt potenzielle Kunden, sich von Tesla abzuwenden.
Bei der Kampagne geht es nicht nur um negative Schlagzeilen, sondern auch um echte finanzielle Konsequenzen für das Unternehmen. Diese Kampagne stützt sich stark auf ehemalige Tesla-Besitzer. Viele Menschen haben sich in Internetforen und auf Wiederverkaufsseiten über ihre Erfahrungen ausgetauscht und den Markt mit alten Teslas überschwemmt, wodurch deren Wert weiter gesunken ist. Dieses koordinierte Fahrzeugdumping ist mehr als nur ein Protest. Es ist ein vorsätzlicher Versuch, die finanzielle Gesundheit von Tesla zu schädigen. Wenn der Wiederverkaufswert sinkt, zögern potenzielle Käufer, wodurch ein Kreislauf aus sinkender Nachfrage und steigendem Angebot entsteht, der die langfristige Nachhaltigkeit von Tesla gefährdet. Das Dilemma von Tesla geht jedoch über Kunden und Aktivisten hinaus. Elon Musk, der CEO des Unternehmens, hat sich als dessen größte Belastung erwiesen. Die Debatte um ihn heizt sich auf. Und die Auswirkungen gehen über den Bereich des Internets hinaus und betreffen auch die grundlegenden wirtschaftlichen Aktivitäten von Tesla. Wie Elon Musks Politik. Tesla schadet. Musk gründete Tesla mit dem Ziel der Innovation. Jetzt ruinieren seine politischen Entscheidungen das Unternehmen. Früher galt er als ehrgeiziger Unternehmer, der die Autoindustrie veränderte, doch inzwischen ist er zu einer der umstrittensten Personen in der Wirtschaft geworden. Seine ausdrückliche Unterstützung für Donald Trump hat einen beträchtlichen Teil der konventionellen Tesla-Kundschaft verprellt und das Unternehmen ins Fadenkreuz der politischen Spaltung gebracht. Tesla hat schon immer umweltbewusste Kunden angezogen, von denen viele politisch liberal eingestellt sind. Musks lautstarke Unterstützung für Trump hat die Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden belastet. Jahrelang war Tesla die bevorzugte Marke für fortschrittliche Verbraucher, die Wert auf Nachhaltigkeit legten. Viele der gleichen Leute betrachten den Kauf eines Tesla jetzt als politisches Statement, das sie nur zögerlich abgeben. Die Auswirkungen sind nicht nur anekdotischer Natur. Marktforschungen zeigen, dass Teslas Beliebtheitswerte bei linksgerichteten Gruppen gesunken sind. Die Gegenreaktion ist nicht auf die Kunden beschränkt. Die Investoren sind zunehmend besorgt über Musks sprunghaftes Verhalten und sein politisches Engagement. Großinvestoren, die Tesla einst als die Zukunft des Transportwesens ansahen, ziehen sich nun zurück, weil sie befürchten, dass Musks persönliches Verhalten das Unternehmen in Schwierigkeiten bringt. Der einst so vielversprechende Ruf von Tesla verschlechtert sich zusehends. Die Kluft zwischen Musks politischem Branding und Teslas technikaffiner Kundschaft wird immer deutlicher. Tesla wurde mit dem Versprechen von Spitzentechnologie gegründet. Aber Musks jüngste Aktionen haben diese Geschichte in den Schatten gestellt. Sein Engagement in der rechten Politik, seine hetzerischen Worte und seine unregelmäßige Präsenz in den sozialen Medien vergraulen die Kunden, auf die Tesla für seinen Erfolg angewiesen ist. Wenn Musk geglaubt hat, er könne auf beiden Seiten mitspielen, wird er es auf die harte Tour lernen. Die politische Landschaft hat sich weiterentwickelt, ebenso wie das regulatorische Umfeld. Unter der derzeitigen Regierung ist Tesla nicht mehr der beliebteste Elektrofahrzeughersteller. Die Bundesregierung macht deutlich, dass sich das Unternehmen nicht mehr auf die gleichen Vorteile verlassen kann, die es früher hatte, Trump gegen Tesla. Tesla, wie die US-Regierung kürzlich Musks Unternehmen zerschlug. Tesla florierte unter Joe Biden. Unter Donald Trump steht das Unternehmen auf dem Abstellgleis. Tesla wurde einst als Vorreiter der Elektroautorevolution gepriesen, sieht sich nun aber mit einer Regierung konfrontiert, die aggressiv auf die Unterstützung anderer Autohersteller setzt. Die Vorschriften, die Tesla bisher begünstigt haben, wurden geändert, sodass das Unternehmen in einem wettbewerbsintensiveren Markt auf sich allein gestellt ist. Der Wandel in der Regierungspolitik ist dramatisch. Staatliche Subventionen für Elektrofahrzeuge werden weg von Tesla und hin zu Unternehmen verlagert, die den Zielen der Regierung eher entsprechen. Während Tesla früher das Feld der Subventionen für Elektrofahrzeuge beherrschte, sollen Trumps Maßnahmen lokalen Herstellern zugutekommen, die nicht mit Musk verbunden sind. Die finanziellen Auswirkungen sind gewaltig. Ohne staatliche Subventionen werden die Autos von Tesla für preisbewusste Käufer immer unattraktiver, was den Absatzrückgang des Unternehmens beschleunigt. Das harte Vorgehen der Regierung geht über Subventionen hinaus. Die Sicherheitsvorschriften und Untersuchungen zu Teslas selbstfahrender Technologie nehmen zu. Musks ehrgeizige Pläne für vollständig selbstfahrende Fahrzeuge haben wachsende Bedenken ausgelöst, da die Behörden die Sicherheit der autonomen Systeme von Tesla anzweifeln. Berichte über Unfälle und Fehlfunktionen haben zu Untersuchungen durch die Bundesbehörden geführt, was den Druck auf das Unternehmen erhöht hat.
Es wird erwartet, dass sich Teslas selbstfahrende Technologie, ein wichtiger Bestandteil von Musks langfristigem Ziel für das Unternehmen, aufgrund der verstärkten behördlichen Überwachung verzögert. Ein weiterer Aspekt, der gegen Tesla spricht, ist das Streben nach Elektroautos, die in Amerika gebaut werden. Während Tesla Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten herstellt, fördert die Trump-Administration aktiv alteingesessene Hersteller wie General Motors und Ford und stellt sie als Fundament der amerikanischen Elektrofahrzeugproduktion dar. Im Gegensatz dazu steht Teslas Status als technologiegetriebene, international vernetzte Marke im Widerspruch zur aktuellen politischen Rhetorik. Diese Anpassung verschafft Teslas Konkurrenten einen großen Vorteil, da sie nun die gleiche staatliche Unterstützung erhalten, die Tesla zuvor hatte. Tesla verliert nicht nur in den Vereinigten Staaten an Popularität, sondern auch anderswo. Der zweitgrößte Markt des Unternehmens, China, wendet sich rapide gegen das Unternehmen und bringt Musks angeschlagenes Unternehmen in ein weiteres Dilemma. China hat Tesla gerade den Strom abgedreht. Viele Jahre lang beherrschte Tesla Chinas Elektroautoindustrie. Diese Zeit ist vorbei. China, einst ein wichtiger Motor für die Entwicklung von Tesla, unterstützt jetzt aktiv seine eigenen Elektroautounternehmen und drängt Tesla an den Rand. Was einst Teslas wichtigster Wachstumsmotor war, ist nun zu einer der größten Verbindlichkeiten des Unternehmens geworden. Und der Wandel vollzieht sich in einem alarmierenden Tempo. Die chinesische Regierung macht deutlich, dass Tesla keine Priorität mehr hat. Einheimische Autohersteller wie BYD, XPeng und NIO erhalten weitere staatliche Unterstützung. Aber Tesla sieht sich strengeren Grenzwerten, strengeren behördlichen Kontrollen und einer wachsenden Liste von Hürden gegenüber, die eine Expansion praktisch unmöglich machen. Die Tage von Teslas Dominanz auf dem schnell wachsenden chinesischen Markt für Elektroautos sind gezählt. Und Musk ist sich dessen wohl bewusst. Die Daten zeichnen ein düsteres Bild. Die Verkäufe von Tesla in China sind um fast die Hälfte eingebrochen. Und die aufeinanderfolgenden Quartale des Rückgangs belasten die Finanzen des Unternehmens insgesamt. Was einst ein florierender Markt für Tesla war, hat sich zu einem harten Kampf entwickelt, da sich die staatlichen Subventionen nun auf die lokale Konkurrenz konzentrieren. Die Spitzentechnologie und der Ruf der Marke Tesla, die das Unternehmen in China bekannt gemacht haben, reichen nicht mehr aus, um den Markt zu beherrschen. Chinesische Käufer, die durch eine Kombination aus patriotischen Gefühlen und Regierungspolitik ermutigt werden, verlassen Tesla schnell zugunsten einheimischer Wettbewerber. Die Attraktivität eines Tesla in China hat sich von einem Statussymbol zu einer Belastung gewandelt, da sich die öffentliche Meinung zugunsten von in China hergestellten Autos ändert. Nationalstolz beeinflusst Kaufentscheidungen. Und da die Regierung öffentlich einheimische Elektroautohersteller fördert, schrumpft Teslas ehemals treuer Kundenstamm. Die Zunahme des nationalistischen Verbraucherverhaltens in China beschleunigt den Zusammenbruch von Tesla in alarmierendem Tempo. Das Streben der Regierung nach wirtschaftlicher Autarkie und technischer Unabhängigkeit treibt die Verbraucher zu chinesischen Produkten, wodurch es für Tesla immer schwieriger wird, seine Position zu halten. Der Wandel ist keine vorübergehende Modeerscheinung, sondern eine grundlegende Revolution in Chinas Elektroautobranche. Einheimische Autohersteller verbessern sich schnell und sind Tesla in kritischen Bereichen wie Batterietechnologie, Preis- und Softwareintegration ebenbürtig oder übertreffen sie sogar. Mit jedem Quartal verschlechtert sich die Situation von Tesla in China und trägt zu den globalen Problemen des Unternehmens bei. Noch beunruhigender ist Teslas Abhängigkeit von der chinesischen Lieferkette bei der Produktion und Herstellung von Batterien. Da die Regierung weiterhin auf einheimische Marken setzt, könnte Tesla von wichtigen Vereinbarungen ausgeschlossen werden, die es dem Unternehmen ermöglichen würden, Fahrzeuge in großem Maßstab zu produzieren. Beschränkungen für ausländische Autohersteller, höhere Steuern und strengere Vorschriften könnten den Betrieb von Tesla in China erheblich verteuern und die ohnehin schon geringe Gewinnspanne des Unternehmens weiter verringern. Musks Bemühungen, die Präsenz von Tesla in China aufrechtzuerhalten, werden immer dringlicher und reichen von Beifall für die Politik der Regierung bis hin zu einzigartigen Rabatten für chinesische Kunden. Tesla tut alles, um seine Popularität wiederherzustellen, aber die Zeichen stehen auf Sturm. China ist nicht mehr daran interessiert, Tesla die Führung bei der Revolution der Elektrofahrzeuge zu überlassen. Das Land ist nicht mehr auf die Innovationen von Tesla angewiesen. Und die einheimischen Autohersteller sind mehr als fähig,
den Sektor ohne ausländische Konkurrenz anzuführen. Und wenn Tesla sich nicht mehr auf die Vereinigten Staaten oder China verlassen kann, ist seine Zukunft erschreckend ungewiss. Ohne diese wichtigen Märkte hat das Unternehmen keine Wahl mehr und setzt seine letzte Hoffnung auf die selbstfahrende Technologie. Doch angesichts der zunehmenden behördlichen Kontrolle, des zunehmenden Wettbewerbs und des schwindenden Vertrauens der Kunden ist die Zukunft von Tesla alles andere als sicher. Musk versprach der Welt mit der selbstfahrenden Technologie von Tesla eine Revolution. Doch dieser Traum zerplatzt. Er sagte, dass Teslas selbst fahren werden und dass die Besitzer ihre Fahrzeuge in selbstfahrende Taxis umwandeln könnten, um im Schlaf Geld zu verdienen. Er sagte voraus, dass diese Technologie so weit entwickelt sein wird, dass die Menschen zu Passagieren in ihrem eigenen Raumschiff werden und nur noch Beobachter der Überlegenheit der künstlichen Intelligenz sind. Aber hier ist die hässliche Wahrheit. Musks selbstfahrende Teslas halten bei weitem nicht, was er verspricht. Die Idee, die das Verkehrswesen revolutionieren sollte, ist stattdessen zu Teslas schlimmstem Albtraum geworden. Die Zahl der Zwischenfälle mit dem Autopiloten und die Zahl der Gerichtsverfahren nehmen in alarmierendem Maße zu. Und das, obwohl Musk immer wieder beteuert, dass das autonome Fahren bald sicherer sein wird als menschliche Fahrer. Die Beweise sprechen eine andere Sprache. Die Regulierungsbehörden auf Bundesebene haben einen besorgniserregenden Trend im Auge behalten. Die Zahl der tragischen Vorfälle, an denen Tesla-Fahrzeuge beteiligt waren, die im Autopilotmodus fuhren, hat stetig und kontinuierlich zugenommen. Es wurden Klagen von Familien eingereicht, die argumentieren, dass das System fehlerhaft war, dass es falsch dargestellt wurde und dass es letztendlich für den Tod ihrer Angehörigen verantwortlich war. In einem Fall war ein Tesla im vollen Selbstfahrmodus unterwegs und erkannte einen Sattelschlepper, der die Autobahn überquerte. Nicht, was zu einem äußerst gefährlichen Unfall führte. Das Filmmaterial dieser Kollisionen zeigt eine Szene, die einfach nur beunruhigend ist. Die Vermarktung einer Technologie, die noch nicht für die Straße bereit ist. Erfolgt so, als wäre sie es bereits, obwohl Tesla mit diesen Problemen zu kämpfen hat. Machen die Konkurrenten Fortschritte. Unternehmen wie Waymo haben bereits voll funktionsfähige fahrerlose Taxidienste in Großstädten eingeführt. Diese Dienste bieten echte Erfahrungen mit selbstfahrenden Autos, die keine Unterstützung durch einen menschlichen Fahrer benötigen. Im Gegensatz zu Tesla, das eine kamerabasierte Technik verwendet, hat Waymo hochauflösende Karten, LiDAR und eine leistungsstarke künstliche Intelligenz eingebaut, die es seinen Fahrzeugen ermöglicht, punktgenau zu navigieren. Beim Fahren dieser Fahrzeuge muss der Fahrer nicht die Kontrolle übernehmen. Aktualisierungen des Programms, die Verbesserungen für die Zukunft versprechen, sind für sie nicht erforderlich. Das ist kein Problem. Währenddessen muss der Fahrer im sogenannten vollständigen Selbstfahrmodus von Tesla immer noch die Hände am Lenkrad lassen und ständig eingreifen, um Unfälle zu vermeiden. Die Wahrheit ist jedoch, dass Tesla bei der Revolution des autonomen Fahrens nicht an vorderster Front steht. Jeden Tag gerät sie mehr und mehr in Verzug. Hinzu kommt, dass die Regierung ihre Kontrollen verstärkt. Die National Highway Traffic Safety Administration und das Justizministerium führen eine gemeinsame Untersuchung durch, um festzustellen, ob Tesla falsche Marketingversprechen gemacht hat oder nicht. Laut Musk, der dies bei vielen Gelegenheiten erwähnt hat, werden Teslas bald in der Lage sein, selbst zu fahren. Bei mehreren Gelegenheiten gab es jedoch keine Anzeichen dafür, dass diese Zusicherungen eingehalten werden. Die Behörden untersuchen auch, ob es sich bei diesen Behauptungen um betrügerische Aktivitäten von Verbrauchern handelt oder nicht. Sollten die Behörden zu dem Schluss kommen, dass Tesla die Fähigkeiten seiner selbstfahrenden Technologie absichtlich übertrieben hat, könnte das Unternehmen mit hohen Strafen und rechtlichen Konsequenzen rechnen, was seine Fähigkeit, die finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten, weiter untergraben würde. Die Vorstellung, dass Tesla in Zukunft in der Lage sein wird, selbst zu fahren, wird mit jedem Unfall, jedem Rechtsstreit und jeder behördlichen Untersuchung unglaubwürdiger. Die Auswirkungen dieses Versagens gehen über die Schädigung des eigenen Rufs hinaus. Der Erfolg der selbstfahrenden Technologie von Tesla ist entscheidend für die weitere finanzielle Stabilität des Unternehmens. Musk hat den künftigen Wert des Unternehmens oft mit der Annahme verknüpft, dass das vollständig autonome Fahren in naher Zukunft unweigerlich Realität werden würde. Potenziellen Anlegern wurde ein Szenario versprochen,
indem sich jeder Tesla in ein selbstfahrendes Taxi verwandeln und so Geld für den Besitzer des Fahrzeugs verdienen könnte. Wenn diese Versprechen jedoch nicht eingehalten werden, sinkt auch das Vertrauen der Anleger. Sollte Tesla nicht in der Lage sein, selbstfahrende Autos anzubieten, steht das gesamte Wirtschaftsmodell des Unternehmens auf dem Spiel. Denn inmitten all dieser Probleme stellen die Menschen eine Frage, die ziemlich beängstigend ist. Wie wahrscheinlich ist es, dass Tesla bankrott geht? Wird Tesla unter Trumps Regierung bankrott gehen? Das Unternehmen Tesla hat eine Krise nach der anderen überstanden. Von Produktionsverzögerungen bis zu Rechtsstreitigkeiten. Von Aktienrückgängen bis zu Problemen bei der Qualitätskontrolle. Das Unternehmen hat immer einen Weg gefunden, sich in jeder Situation durchzusetzen. Aber der Sturm, den Tesla derzeit erlebt, könnte dieses Mal zu stark sein. Es ist nicht mehr derselbe Planet. Die Konkurrenz hat aufgeholt. Und Tesla sieht sich derzeit mit einer der schwierigsten finanziellen Situationen konfrontiert, die es unter der neuen Regierung je erlebt hat. Die finanziellen Reserven des Unternehmens schrumpfen in einem beunruhigenden Tempo. Im Laufe seiner Geschichte hat sich Tesla weitgehend auf staatliche Subventionen, Steuervorteile und das Vertrauen der Investoren verlassen, um seine finanzielle Stabilität zu erhalten. Zurzeit werden jedoch die finanziellen Sicherheitsnetze, die das Unternehmen früher schützen sollten, abgeschafft. Die Produktionskosten von Tesla werden durch neue Handelsbestimmungen und Steuern beeinträchtigt, was dazu führt, dass das Unternehmen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß Geld verliert. Um die Nachfrage aufrechtzuerhalten, war das Unternehmen gezwungen, erhebliche Preissenkungen vorzunehmen. Aufgrund dieser Preisnachlässe werden die ohnehin schon sehr geringen Gewinnspannen noch weiter reduziert. In einem Sektor, in dem der Cashflow von größter Bedeutung ist, besteht für Tesla die Gefahr, dass ihm das Kapital ausgeht. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb. Tesla, einst unangefochtener Marktführer bei Elektrofahrzeugen, hat es derzeit schwer, seine Position auf dem Markt zu halten, da die Konkurrenz von Herstellern, die die Lücke geschlossen haben, immer stärker wird. Ford, General Motors und Hyundai haben Elektrofahrzeuge auf den Markt gebracht, die die Leistung von Tesla zu erschwinglicheren Preisen erreichen oder sogar übertreffen können. In China nehmen Unternehmen wie BYD eine marktbeherrschende Stellung ein, die Tesla in einen verzweifelten Kampf um seine Existenz stürzt. Ein Trend, der einst ein spezieller Markt war, den Musk kontrollierte, hat sich nun auf die gesamte Branche ausgeweitet. Es ist nicht mehr so, dass Tesla der Disruptor ist, da andere Hersteller, die besser finanziert sind und über mehr Know-how verfügen, den Vorstoß anführen. Sie ist diejenige, die aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Mehrere Branchenanalysten sind derzeit der Meinung, dass Tesla innerhalb der nächsten 5 Jahre in Konkurs gehen könnte. Die Warnzeichen sind eindeutig. Der Umsatzrückgang, der Gewinnrückgang, das erhöhte Maß an behördlicher Kontrolle und die Verschärfung des Wettbewerbs. Die Euphorie, die Tesla umgab, hat nachgelassen. Und die Zahlen lügen nicht. Der Ansatz der schnellen Expansion, der grandiosen Versprechungen und der ständigen Neuerfindung, mit dem Musk das Unternehmen über Wasser gehalten hat, reicht jetzt nicht mehr aus. Das Vertrauen der Anleger schwindet. Die Kunden suchen nach Alternativen. Unabhängig davon, ob Tesla präsent ist oder nicht, macht der Sektor Fortschritte. Dies wirft eine sehr wichtige Frage auf. Glauben Sie, dass dies das Ende des Weges für Tesla ist? Oder glauben Sie, dass Musk ein weiteres Wunder vollbringen kann? Obwohl Tesla in der Vergangenheit viele Hindernisse überwunden hat, ist dies etwas ganz anderes als alles, was das Unternehmen bisher erlebt hat. Die Aktienkurse sind rapide gesunken, die Umsätze zurückgegangen und die Ausweitung der Demonstrationen geht weiter. Die finanzielle Lage des Unternehmens ist besorgniserregend und selbst einige der glühendsten Tesla-Fans beginnen, an der künftigen Ausrichtung des Unternehmens zu zweifeln. Das einst günstige wirtschaftliche Klima, das Tesla genossen hatte, verschlechtert sich durch die Entscheidung der Regierung. Die Gesetze zum autonomen Fahren und die Subventionen für Elektrofahrzeuge strenger zu handhaben. Unternehmen, die Autos vor Ort produzieren und Komponenten verwenden, die im Inland beschafft wurden, erhalten von der neuen Regierung finanzielle Anreize für Elektrofahrzeuge. Diese Verschiebung der Finanzierung ist eine Folge der Richtlinie der neuen Regierung. Auch wenn Tesla weiterhin eine große Anzahl dieser Standards erfüllt, gilt das Unternehmen nicht mehr als unangefochtener Branchenführer. Der Marktanteil von Tesla wird weiter gedrückt, da die großen Automobilhersteller versuchen, ihre eigene Produktion von Elektrofahrzeugen durch staatlich geförderte Programme zu beschleunigen. Diese Autohersteller hatten zuvor Schwierigkeiten,
mit Tesla zu konkurrieren. Die fraglichen Unternehmen haben sich selbst als die Zukunft des elektrischen Verkehrs positioniert, während Tesla zunehmend mit Kontroversen und einem Rückgang der Innovation in Verbindung gebracht wird. Gleichzeitig ändert sich die Stimmung der Kunden in einer Weise, die Tesla noch nie erlebt hat. Aufgrund der zunehmenden Zahl von Elektroautos, die auf dem Markt angeboten werden, verliert Tesla allmählich an Attraktivität für Verbraucher, die Tesla ursprünglich als Inbegriff der Innovation betrachteten. Gibt es jetzt Alternativen? Diese Alternativen bieten höhere Qualität, bessere Technologie und weniger politische Probleme. Das umstrittene öffentliche Image von Musk hat dazu geführt, dass einige Verbraucher Tesla nun absichtlich meiden, was die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens weiter verringert. Die frühen Tesla-Kunden waren durch ihre Sorge um die Umwelt und ihre Neugier auf die Technologie motiviert. Viele dieser Kunden suchen jetzt jedoch woanders. Teslas. Ansatz der häufigen Preissenkungen, der früher ein großartiges Instrument zur Ankurbelung der Nachfrage war, zeigt nun die Schwächen, mit denen das Unternehmen derzeit zu kämpfen hat. Anstatt Vertrauen zu demonstrieren, sind wiederholte Preisnachlässe und Finanzierungsangebote zum Nulltarif inzwischen ein Zeichen der Verzweiflung. Es ist möglich, dass diese aggressiven Preismethoden die Verkaufszahlen vorübergehend erhöhen. Langfristig sind sie jedoch nicht nachhaltig. Die Gewinnspannen von Tesla sinken, da die Konkurrenten weiterhin einen größeren Wert zu günstigeren Preisen bieten. Die Abhängigkeit des Unternehmens vom Verkauf von Emissionsgutschriften an andere Automobilhersteller, die früher eine zuverlässige Einnahmequelle war, ist ebenfalls gefährdet. Die Konkurrenten von Tesla erreichen die Emissionsvorschriften rasch selbst, sodass sie keine Emissionsgutschriften mehr von einem anderen Unternehmen kaufen müssen. Da diese zusätzlichen Einnahmen ausbleiben, ist Tesla mehr und mehr auf sein Kerngeschäft angewiesen, das stärker unter Druck steht als je zuvor. Währenddessen verändert sich die Landschaft der Branche insgesamt. Immer häufiger verschärfen Regierungen auf der ganzen Welt die Gesetze für selbstfahrende Technologien und Sicherheitsanforderungen für Elektrofahrzeuge. Die Regierung führt derzeit eine Untersuchung über Teslas Bestrebungen zum autonomen Fahren durch, die früher ein wichtiges Verkaufsargument waren. Der Grund dafür ist, dass die Behörden gegen irreführende Versprechungen und Sicherheitsbedenken vorgehen. Sollte Tesla gezwungen sein, die vollständige Einführung autonomer Fahrzeuge noch länger hinauszuzögern, würde das Unternehmen eine seiner wichtigsten Einnahmequellen aufs Spiel setzen. Auch wenn die Zukunft von Tesla ungewiss ist, gibt es überall Warnhinweise. Sollte das Unternehmen nicht in der Lage sein, das Vertrauen seiner Anleger wiederherzustellen, seine Preisstrategie zu stabilisieren und seine Kunden zurückzugewinnen, könnte es für das Unternehmen schwierig werden, zu überleben. Die Tatsache, dass Tesla in der Vergangenheit erfolgreich war, zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, Probleme zu überwinden. Dennoch ist es möglich, dass die Hindernisse dieses Mal zu groß sind. Die Frage ist nicht mehr, ob Tesla mit Herausforderungen konfrontiert sein wird, sondern ob das Unternehmen in der Lage sein wird, diese zu bewältigen, bevor es zu spät ist. Sind diese Proteste gerechtfertigt? Oder reagieren die Leute übermäßig auf das öffentliche Image von Elon Musk? Schreiben Sie uns Ihre Antwort in die Kommentare und sagen Sie uns, ob Sie auch im Jahr 2025 noch einen Tesla kaufen würden. Wenn Ihnen diese Panne die Augen geöffnet hat, drücken Sie auf den Gefällt mir-Button, abonnieren Sie die Seite und schalten Sie die Benachrichtigungen ein, denn diese Tesla-Geschichte ist noch lange nicht vorbei.